Fast 10 Jahre lang hat Brunhold S. versucht, psychisch labile Frauen über Internetchats in den Selbstmord zu treiben. Ungestraft. In Gießen wird ihm dafür jetzt zum ersten Mal der Prozess gemacht. Im Mittelpunkt steht das Treffen mit Birgit am Gießener Bahnhof. Und die Frage, ob ein RTL-Reporter dieses inszeniert hat. Wurde Brunhold S. dadurch zu einer Straftat angestiftet? Wir konnten im Rahmen der Hauptverhandlung sehr genau herausarbeiten, dass der Fall Birgit nichts mit einer Lockvogelsituation zu tun hatte, sondern dass sie zwar am späten Abend mit dem Wolfram Kunig in Kontakt stand, aber dass sie selbst diesen Entschluss gefasst hatte, sich töten zu lassen. Damit hatte Herr Kunig nichts zu tun, deswegen hat das auf die konkrete Strafzumessung später auch keinen Einfluss mehr gehabt. Heimo selbst hat sich gegenüber dem Gericht und der Staatsanwaltschaft nicht geäußert. Er hat aber im Rahmen eines Haftprüfungstermins und auch im Zuge seiner Exploration, also dem Gespräch mit dem Psychiater, gesagt, dass er gar nicht so richtig wisse, warum er hier sitzen würde. Er hätte doch eigentlich nur helfen wollen. Und für ihn seien das letztendlich nur sexuell motivierte Spielchen. Es wäre natürlich nie darum gegangen, hier einen Menschen zu töten. Er bestreitet nicht, die Zeugin entsprechend kontaktiert zu haben. Was er aber mit allem Nachdruck bestreitet, ist, dass er hier zu irgendeinem Zeitpunkt den ernsthaften Vorsatz gehabt hat, einen Mord zu begehen. Ich glaube, dass sowohl der Angeklagte als auch sein Verteidiger bis zum Ende gedacht hat, dass es hier nicht zu einer Verurteilung kommen wird, dass man das juristisch anders einschätzen wird als die Staatsanwaltschaft. Ich habe damals in meinem Plädoyer gesagt, dass ich noch nie eine Person vor mir sitzen hatte, die ich als so stark rückfallgefährdet und gefährlich einschätze wie ihn. Am Ende stand dann wieder die Rechtsfrage, findet der § 30 Anwendung, ja oder nein? Wie wird die Strafkammer in Gießen entscheiden? Ein aufsehenerregender Prozess heute in Gießen. Ging es hier um eine mögliche Tötung auf Verlangen oder um die Vorbereitung eines Mordes? Der Angeklagte soll einer psychisch kranken Frau angeboten haben, sie zu töten. Heute sprach das Landgericht Gießen den Familienvater schuldig, den labilen Zustand der jungen Frau ausgenutzt zu haben. Brunhold S. kommt für 7 Jahre ins Gefängnis, so wie es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Also ich war nach dem Urteilsspruch erstmal erleichtert, weil das den Weg geebnet hat, eine Person in Haft zu bringen, die ich jedenfalls für die Allgemeinheit als gefährlich einstufe. Es gibt immer wieder absolute Grenzfälle und der Fall Heimo war ein solcher absoluter Grenzfall, wo es sich auf der einen Seite vertreten ließ, eine Strafbarkeit anzunehmen, auf der anderen Seite genauso gut vertreten ließ, eben keine Strafbarkeit anzunehmen. Das sind Dinge, die im juristischen Alltag immer wieder vorkommen. Ich habe es allerdings noch nie in meiner bisherigen Karriere erlebt, dass die Frage einer Strafbarkeit und einer so langen Freiheitsstrafe, dass die eben ausschließlich davon abhängt, wie man einen Sachverhalt juristisch bewertet. Ich war positiv überrascht, weil das schon ein sehr hartes Urteil nach meiner Erfahrung war. 7 Jahre zur Vorbereitung eines Verbrechens. Und man ja sagt, unterm Strich, es ist dem Mädchen nichts passiert, jetzt Gott sei Dank. Es haben alle eingegriffen und das wird häufiger milde bewertet. Und dort hat eine Kammer entschieden, die wirklich ein Strafmaß auch gewählt hat, was beachtlich ist. Der Verteidiger von Brunhold S. geht in Revision, sieht die Voraussetzungen des § 30 nicht als erfüllt an. Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil wegen sich Bereiterklärens zu einem Mord. Auch der Bundesgerichtshof hat sich hier nicht einfach gemacht und über viele, viele Seiten ausgeführt, warum in diesem Fall der § 30 zur Anwendung kommen kann. Diese Entscheidung ist auch in die Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofs aufgenommen worden. Das zeigt, welchen Stellenwert diese Entscheidung auch in der obergerichtlichen Rechtsprechung eingenommen hat.
20 Jahre nach seiner letzten Haftstrafe wegen Vergewaltigung sitzt Brunhold S. jetzt wieder im Gefängnis. 7 Jahre stehen ihm bevor. Doch dabei wird es nicht bleiben. Dieses Urteil hat, so würde ich es interpretieren, aus Sicht von Haimu eigentlich eine Lawine ausgelöst, weil dadurch die anderen Verfahren, die in der Bundesrepublik schwebten und teilweise bislang eingestellt waren, wieder aufgenommen worden sind. Ja? Und weil man jetzt eine andere Rechtsauffassung zugrunde legen konnte, sind die Ermittlungen neu gestartet. So auch das Verfahren aus dem Jahr 2012 gegen Brunhold S. in Limburg. Sandra kommt über das Internetforum Hoffnungsschimmer mit ihm in Kontakt. Ausgerechnet, als sie wegen akuter Suizidgefahr in einer Psychiatrie behandelt wird. Er gibt vor, ihr helfen zu wollen. Kurze Zeit später setzt Brunhold S. sie unter Druck, will, dass sie sich von ihm aufhängen lässt. Sandras Mutter kann das Treffen gerade noch verhindern. Der Fall landet damals bei der Limburger Staatsanwaltschaft. Es war so, dass das Verfahren, was in Limburg stattgefunden hat, das fand schon im Jahr 2012 statt und wurde durch den damaligen Sachbearbeiter aus Rechtsgründen schon im Jahr 2013 eingestellt. Das Problem dieses Falls war tatsächlich, haben wir es mit einem frei verantwortlichen Suizidversuch zu tun oder war es eben nicht frei verantwortlich? Für mich war es natürlich unbefriedigend, dass so ein Mensch weiterhin frei rumlaufen kann. Für mich war eigentlich klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis irgendwann wirklich mal was passiert. Peter Kreft behält Recht. Auf die gleiche Art und Weise manipuliert Brunhold S. später Katharina und Birgit. Der Kriminalhauptkommissar durchsucht 2012 die Wohnung von Brunhold S. Ich habe ihm den Beschluss ausgehändigt, der hat sich das durchgelesen. Ja, guckt ruhig. Die Frau, die war auch da, die hat uns die Tür geöffnet. Bei der Durchsuchung schon hatte das Ganze mehr oder weniger als Spaß dargestellt. Also hat diesen Kontakt zu unserem Opfer in keinster Weise geleugnet, hat nur gesagt, ja, das war für mich nur Spaß, ich hätte ja nie einen umgebracht. Ich glaube, er war sich ziemlich sicher, dass ihm nichts passieren kann. Jeder normale Bürger, wenn die Polizei da steht und man hat nichts gemacht, der regt sich in der ersten Linie mal auf und sagt, hier, was soll das denn? Das stimmt doch alles nicht. Aber so war es bei ihm nicht. Wir haben die Telefondaten, die Handydaten, alles, was wir so an Daten bekommen konnten noch, haben wir eingefordert, ausgewertet. Wir haben teilweise auch noch den Chatverkehr mit unserem Opfer nachvollziehen können. War aber letztlich so, wir haben das Opfer nochmal vernommen, was nochmal alles bestätigt hat. Haben die Mutter des Opfers vernommen, die auch nochmal so bestätigt hat, wie das in der Anfangsphase schon war. Und nachdem die Ermittlungen unsererseits dann abgeschlossen waren, haben wir das Ganze an die Staatsanwaltschaft zurückgegeben, die zu dem Ergebnis kam, dass wir einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt nicht haben und hat das Verfahren zunächst mal eingestellt. Es kommt schon hin und wieder vor, dass einem irgendwann die Hände gebunden sind, dass man nichts mehr machen kann. Da sind wir machtlos als Polizei. Im Fall Sandra aus Limburg kommt Brunhold S. 2013 straffrei davon. Vom Schreibtisch seines Familienhäuschens lebt er seinen sexuellen Sadismus weiter ungestraft aus. 4 Jahre nach Sandra treibt er Katharina aus Bremen in den Suizid. Dann kam es im Zeitraum 2016, 2017 zu dem Verfahren in Gießen und daraufhin wurde dann das Verfahren wieder aufgenommen und dann ebenfalls nach einigen wenigen Ermittlungen Anklage erhoben.